Die Welt blickte entsetzt auf die Nachrichten über einen verheerenden Flugzeugabsturz in Almaty, Kasachstan, am 24. Dezember 2024. Die festliche Weihnachtsstimmung schlug in Trauer um, als sich die Details der Tragödie enthüllten. Ein Back-Air-Flug mit Ziel Nur-Sultan, der Hauptstadt des Landes, stürzte kurz nach dem Start ab. Der Vorfall, eine eindringliche Erinnerung an die Zerbrechlichkeit des Lebens, hinterließ eine Stadt in Trauer und eine Nation im Schock. Back-Air-Flug Z9-200, eine Fokker 100, sollte um 7:21 Uhr Ortszeit vom internationalen Flughafen Almaty starten. Der Flug, ein routinemäßiger Inlandsflug, beförderte 93 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Das Flugzeug erreichte jedoch nie sein Ziel. Nur wenige Minuten nach dem Start, gegen 7:22 Uhr, stürzte das Flugzeug in der Nähe des Dorfes Almerek ab, unweit des Flughafengeländes. Die Wetterbedingungen in Almaty an diesem Morgen waren alles andere als ideal zum Fliegen. Eine dichte Nebeldecke hatte sich über die Stadt gelegt und die Sicht erheblich eingeschränkt. Die Temperatur lag bei eisigen -9 Grad Celsius. Diese widrigen Wetterbedingungen sollten ein entscheidendes Element in der späteren Untersuchung des Absturzes werden. Der Absturz forderte 12 Todesopfer, ein tragischer Verlust von Menschenleben, der Schockwellen durch Kasachstan und darüber hinaus sandte. Unter den Verstorbenen waren der Kapitän des Flugzeugs, ein erfahrener Pilot mit langjähriger Erfahrung, und Dana Kruglova, eine angesehene Journalistin, die für Informbüro KZ arbeitete. Die erst 35-jährige Kruglova war bekannt für ihren scharfen Verstand und ihr Engagement für ihren Beruf. Ihr frühzeitiger Tod löste große Trauer in der journalistischen Gemeinschaft aus. Ein Schauplatz des Chaos und des Gemetzels, Augenzeugenberichte. Überlebende des Absturzes schilderten ein schreckliches Erlebnis. Sie berichteten, dass das Flugzeug beim Start heftig vibrierte und ein furchtbares Geräusch zu hören war, bevor die Maschine an Höhe verlor und abstürzte. Ein Überlebender verglich den Aufprall mit dem Zerquetschen einer Aluminiumdose. Im chaotischen Nachgang benutzten die Überlebenden das Licht ihrer Handys, um sich im zerfetzten Wrack zu orientieren und den Trümmern zu entkommen. Eine Nation trauert. Die Nachwirkungen und die Reaktion. Die unmittelbare Reaktion auf den Absturz war schnell. Rettungskräfte, Feuerwehrleute und medizinisches Personal eilten zum Unglücksort und arbeiteten unermüdlich daran, die in den Trümmern eingeschlossenen Überlebenden zu befreien und sie in nahegelegene Krankenhäuser zu transportieren. Präsident Kassym-Jomart Tokayev erklärte einen nationalen Trauertag für die Opfer. Er besuchte die Verletzten im Krankenhaus und sprach ihnen Trost und Unterstützung zu. Die Fluggesellschaft und das Flugzeug im Visier, Back-Air und die Fokker 100. Nach der Tragödie richteten sich alle Augen auf Back-Air, die am Absturz beteiligte Fluggesellschaft. Back-Air wurde 1999 gegründet und war Kasachstans erste Billigfluggesellschaft. Das Unternehmen betrieb eine Flotte von 7 Fokker 100 Flugzeugen, darunter auch das am Unfall beteiligte. Die Fokker 100, ein zweistrahliges Düsenflugzeug, hatte eine allgemein gute Sicherheitsbilanz. Das Unglücksflugzeug wurde 1996 gebaut und hatte seine letzte Flugzulassung im Mai 2019 erhalten. Abschnitt 8: Erinnerungen an vergangene Tragödien, Flugunfälle in Kasachstan. Diese Tragödie war nicht die erste Flugzeugkatastrophe, die Kasachstan heimgesucht hat. Das Land hatte in der Vergangenheit bereits Flugunfälle erlebt. Im Jahr 2013 stürzte ein Passagierflugzeug in der Nähe von Almaty ab, wobei 20 Menschen ums Leben kamen. Und am Weihnachtstag 2012 stürzte ein Militärflugzeug ab, wobei 27 Menschen ums Leben kamen. Самолет упал. Куда я? Туда оттащим подальше. Ноги. Нет, не смогу. Подожди, сиди. Сиди, пусть сидит. Тут люди упали. Самолет разбился. Звонили?
Der lange Weg zur Heilung, Gerechtigkeit und Erinnerung. Während Kasachstan den Verlust von Menschenleben bei diesem verheerenden Flugzeugabsturz betrauert, richtet sich der Fokus nun auf die Ermittlungen. Die Behörden haben eine gründliche Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Absturzes zu ermitteln und versprechen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Familien der Opfer kämpfen mit ihrem Verlust und suchen nach Antworten und Gerechtigkeit. Der Weg zur Heilung wird lang und beschwerlich sein, aber die Erinnerung an die Opfer der Tragödie wird für immer in den Herzen der kasachischen Bevölkerung verankert sein.